Als ich ganz neu in Deutschland angekommen bin, bevor ich die Music for Everybody kennengelernt hatte, war ich ein ganz einsamer, hoffnungsloser Mensch, der sich überlegt hat, immer, ob man dieses Land nach irgendwohin verlassen kann. Allein weil ich die Sprache nicht kannte und ich mich mit den anderen Menschen nicht unterhalten konnte. Vor dem Projekt hatte ich keine nennenswerten Kontakte außerhalb meiner Familie. Ich habe starke soziale Ängste und das ist in Schultagen eine Neonanzeige hier, Angriffsfläche. In Macedonia, I didn't have that much male friends or something, more like girlfriends and everything. I was always bullied for that. When I went out, I didn't felt comfortable because I looked different. I had a different haircut. I just didn't felt safe. Mein Leben vor Music for Everybody war sehr grausam. Ich habe mich nicht wohlgefühlt im Leben, auch nicht in meinem Körper. Ich wurde sehr lange einfach gehänselt, gemobbt. Du Fettsack, du hast eh nichts zu sagen. Mein Tiefpunkt kam tatsächlich, als meine Mutter gestorben ist. Ich konnte mich selbst nicht mehr stabil halten. Ich hatte einen Suizidversuch hinter mir. Mir zu schreiben, ich soll mich doch bitte erhängen, ich konnte damit nicht mehr umgehen. Music for Everybody hat zum Ziel, junge Menschen zu verbinden, unterschiedlichster Nationen und Prägungen und ohne gesellschaftlichen Druck sich befreunden lassen, Verbindungen schaffen und über die Kunst sich auszutauschen und daraus sich zu vereinen und was Neues zu schaffen. Als ich mir das mit dem ersten Projekt angeschaut habe, habe ich mir die Frage gestellt, was machst du denn hier? Ich mag weder tanzen noch singen. Damals habe ich das nicht verstanden, aber aus heutiger Sicht kann ich das sehr gut nachvollziehen, was ich da gemacht hatte. Und das war ein Punkt in meinem Leben, wenn ich jetzt zurückgehe, würde ich nochmal machen, und zwar diesmal mit viel mehr Kraft. A lot of people are very afraid of other people. They very often don't have a contact together. So one of the things is get them seeing each other, touching each other, supporting each other very early. When you start to dance, you have to get in touch with your feelings, and it can be a very frightening thing. But if you get through that, you are changed. And so there's an opening up and a comfort with unfamiliar others, and that can make a big change in your life. So I find people much more open. Als ich zum allerersten Mal in dieses Projekt reingelaufen bin, hat es ungefähr 1 Minute gedauert. Da wurde mir ein Blatt in die Hand gedrückt und es hieß, schön, dass du da bist, hier ist deine Rolle. Und ich wurde instant eingebaut. Ich war jetzt einfach Teil davon. Und dann habe ich dazugehört. Ich weiß noch, die erste Probe, die war für mich so komisch, weil ich war total unsicher, wusste nicht, was ich machen soll. Und auf einmal kam die Regisseurin zu mir und meinte, dich will ich als Hauptcharakter haben. Und habe dann gemerkt, okay, das ist neu. Da interessiert sich jemand wirklich sehr für mich und sieht was ich kann. Und das war ein neues Gefühl für mich. Jeder war offen, also niemand hat so mit anderen Augen geguckt. Ich konnte sofort merken, die haben keine Vorurteile, also die sehen dich und du bist einfach ein Mensch. Und ja, die waren sofort so, die haben sofort mich akzeptiert. Und ja, also ich habe mich einfach wohlgefühlt. Ich kannte ja keinen in diesem Land, in dieser Gesellschaft. Also ich kann genau sagen, dass ich überhaupt nicht mich in dieser Gesellschaft
befunden habe, sondern wie jemand, der an einem Fenster steht und guckt in einen Raum, wo die Menschen miteinander leben. Aber ich konnte nur durch dieses Fenster schauen und ich konnte selber nicht durch die Tür reingehen. Ich glaube, Music for Everybody war für mich diese Tür, wo ich aufgemacht habe und herein spaziert in die Gesellschaft. Bitte schließen Sie sich diesen jungen Menschen an. Lassen Sie uns ins Gespräch kommen, gemeinsam Ideen entwickeln und diese gemeinsam umsetzen. Wie jedes Projekt bei Music for Everybody hat dieses Projekt Only Human so angefangen, dass wir uns überlegt haben, welches Problem wollen wir eigentlich anfassen und wie bringen wir junge Leute dazu, über dieses Problem nachzudenken und wirklich eine Kampagne zu machen für Toleranz und Vielfalt und damit auch ein Stück weit ein Gegengewicht zu setzen zu dem Hass und dem Rassismus, der uns gerade überall aus den Medien entgegengesprungen kommt. Unser Mittel ist die Kunst, die Musik, Menschen zusammenzubringen, um zu reflektieren, sich kennenzulernen und das nach außen dringen zu lassen. Und diesen Prozess haben wir im Prinzip begleitet durch einen Dokumentarfilm. Der rührt ganz viele Menschen an, die über sich dann nachdenken können, eine andere Haltung vielleicht einnehmen können und damit dann ein verändertes Handeln erleben an sich selber. Ich finde die Filme immer wieder eindrucksvoll, wenn ich sie sehe. Ich bekomme immer noch Gänsehaut und ich hoffe, dass das in anderen dasselbe auslöst. Und dass wir mit den einzelnen Schicksalen aufzeigen können, dass eben hinter all dieser Flucht immer eine Geschichte steht und dass niemand flüchtet, weil er flüchten möchte. Ich bin jetzt ungefähr seit 5 Jahren in Deutschland als ein Flüchtling. Wir haben uns gefragt, was machen wir jetzt mit den Filmen? Da steckt unglaublich viel Herz drin und echte Geschichten. Wie bringen wir die jetzt raus an die Menschen? Die müssen Leute sehen, damit was passiert, damit sich was verändert. Unser Auftrag war und ist immer noch, das, was wir als Wirkung festgestellt haben, nach außen zu tragen und andere Menschen zum Umdenken anzuregen. Und selber mal zu überlegen, was macht mich eigentlich zum Rassisten? Woher kommen meine Ängste vor Fremdheit? Damit wir wirklich eine vielfältige, miteinander vernetzte Gesellschaft werden, die an einem Strang zieht. Ich habe ganz viele Rückmeldungen gesehen von überall auf der Welt. In Form von Videos nach Filmfestivals und in Form von Texten, die Menschen über den Film geschrieben haben. Und ich saß vorm Computer und ich habe geheult, weil ich gecheckt habe, das hat die berührt. Die haben es verstanden. Das tut denen auch weh. Und das verändert was. So viele Leute auf der Bühne zu haben, die gemeinsam für eine Sache eintreten und ganz deutliches Zeichen setzen gegen Rassismus und Intoleranz, das ist was ganz Wichtiges. Die Kölner Philharmonie ist riesig. Und als wir da waren und ich all diese Leute gesehen habe, diese unglaubliche Fülle an Menschen, die alle den Film gesehen haben, die alle unsere Performance gesehen haben, die zugehört haben, die sich die Zeit genommen haben. Es war so ein krasses Gefühl. Ich hatte richtig Gänsehaut. Der Auftritt in der Philharmonie, den wir hatten, der war aufregend. Es war irgendwas zwischen Freude und totaler Angst in mir, weil ich einfach noch nie vor so vielen Menschen auf so einer Bühne aufgetreten bin. The excitement when I saw all of the people in front of me, it was very like emotionally. The same second when I saw the whole audience, I just had goosebumps all over my body.
Das macht sie unglaublich stolz, es wertet ihre Arbeit auf und es wertet sie dadurch auf. Und diese Erfahrung, die nehmen sie mit ins weitere Leben. Und nach so einer Aufführung wachsen die alle unglaublich über sich hinaus. Sich gemeinsam in ein Projekt reinzubegeben, gemeinsam ein Ziel zu verfolgen, ich finde, das ist für alle eine ganz wichtige Erfahrung, für die Zuschauer auch. They're able to present themselves as a team, working beautifully together, and that influences the audience. The audience sees for the first time, well, we thought like the refugees, they're taking drugs or they're doing this or they're over there or whatever. And then they see them working in this way, and it permeates. They've got a new idea of what a refugee might be, that actually it might be someone who's quite valuable. Some might be actually somebody like us. Es hat sich angefühlt, wie wenn wir unser Licht quasi weitergeben und jeder einzelne Mensch, der da auf diesen Rängen von der Philharmonie sitzt, der nimmt ein bisschen von dem Licht mit. Und nach der Show gehen die wieder raus und verteilen sich über Köln, verteilen sich über Deutschland. Die gehen heim und die nehmen dieses Licht mit und die stecken andere an. So habe ich es mir vorgestellt. Aus dem Grund haben wir uns auch mit anderen Künstlern verbunden und ganz vielen Chören, die zusammen mit uns gesungen haben. Das Größte für mich war eine Orchesterfassung zu hören von der Jungen Bläserphilharmonie, die mit so vielen jungen Menschen uns unterstützt haben und haben eine Orchesterfassung von Only Human gespielt, wo unsere Teilnehmer gesungen haben. Das war wirklich sehr beeindruckend und sehr besonders. Und ich glaube, dadurch haben wir gemeinsam ein ganz wichtiges Zeichen gesetzt. Der Wert von unserem Projekt ist die Begegnung von zwei Welten. Und diese zwei Welten sind eine geworden. I think what it does to us, it gives us a sense of belonging. We want to belong. We want to belong to something. We want to feel valued. And I think especially working with groups gives a sense of, I belong. Ist es genug, wenn du alleine dieses Gefühl übergibst, ey, du bist nicht alleine. Das war wichtig. Ich hatte mich früher nicht mitgeteilt. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass Menschen nachfragen, zuhören, nachhaken, wissen wollen, mich kennen wollen. Was ich auf jeden Fall verinnerlicht habe, ist, dass, was ich zu sagen habe, ist nicht automatisch irrelevant, weil ich es zu sagen habe. Ich hätte das früher nicht so betrachtet, dass ich jemand bin, der es wert ist, gekannt zu werden. Also, dass jemand mich kennen wollen würde. Ich treffe mich jetzt teilweise auch privat mit Teilnehmern, durch einen Freundeskreis daraus gewachsen. Gibt kaum was Cooleres, wenn ich ehrlich bin. The connection that Music for Everybody creates during the whole time of the project, it's a very strong connection. It changed me in a way that I can express myself more, I can be more myself, and I can be the person that I want to be. And I don't feel pressured or judged. Ich bin jetzt ich geworden. Und das dadurch, dass ich so viele offene Menschen kennengelernt habe, die mich so nehmen, wie ich bin. Ich habe gemerkt, dass ich einfach mehr für mich selbst einstehe und ich habe mich das erste Mal seit sehr vielen Jahren glücklich gefühlt. Dieses Gefühl hatte ich lange nicht mehr gehabt. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich selbst immer mehr an mir gewachsen bin. Ich habe gemerkt, dass ich ein größerer Mensch geworden bin. Ich habe mich selbst entdeckt, kann man sagen.
Ich glaube, dass Kunst und Kultur ein weißes Blatt Papier ist, auf dem wir malen können, wo wir bunt sein können, uns verbinden können und Neues erdenken können. Kultur ist Nahrung für meine eigene Fantasie. Und durch Fantasie bin ich für Grenzenlosigkeit offen. Ich glaube einfach, dass wir nicht wieder in alte Denkmuster verfallen dürfen und nach hinten blicken dürfen, sondern dass wir uns vereinen müssen mit vielen Menschen, um unsere Zukunft zu gestalten und junge Menschen fit zu machen, diese ganzen Krisen anzupacken und neue Wege zu finden. Das ist Only Human. Ich möchte, dass wir in der Zukunft diese Art der Projekte überall in Deutschland bundesweit haben, damit jeder, der neu nach Deutschland kommt, die Chance bekommt, eine neue Heimat zu finden. Judging me before I even speak. You've got your mind made up. Don't you see there's something in me that's just like you? Oh yeah, that's in you too. Don't you see there's something in you that's just like me? Yeah, that's in me too. Because we are only human. So give us a little love. Give us a little love. Oh, we are all just human. So give us a little love. Give us a little love.